Wir sind wieder am T5 Multivan und schauen uns heute einmal an, wie man den Vorwiderstand bzw. den Widerstand vom Gebläsemotor ausbaut. Dafür muss erstmal die Verkleidung ab. Wir haben oben die Schrauben gesehen, wir haben seitlich den Clips gesehen. Wir sehen hier hinter dieser Abdeckung eine Schraube. Normalerweise ist diese Abdeckung nur geklipst. Bei mir war sie zusätzlich festgeschraubt vom Vorbesitzer. Hier haben wir nochmal 4 Schrauben insgesamt und auch auf der Unterseite haben wir dann nochmal welche, die ich euch gleich zeige. So, wir sind hier schon bei der 3., 4. Clips. Einmal den Stift nach innen durchdrücken. Dann kann man hier mit so einem Hebel den Clips rausziehen. Zack. Und dann können wir schon hier unten anfangen beim Sicherungskasten. Der ist versteckt und auch die Schrauben sind versteckt hinter dem Getränkefach. Auch dazu gibt es ein Video auf unserem Kanal. Jetzt sehen wir hier unten sind nochmal 2. Das merkt man auch, dass das Teil einfach noch nicht lose ist. Jetzt ist es lose. Das heißt, wir können jetzt hier die hinter der Blende gleich noch mit entfernen. Da sieht man auch das Loch, wo meine Blende zusätzlich festgeschraubt ist. Und dann haben wir die Schraube draußen, können einmal hier nach unten gehen. Wir haben hier ganz auf der rechten Seite, also auf der Fahrzeugaußenseite, eine Schraube. Die müssen wir einmal lösen. Übrigens zu dem Thema Getränkehalter ausbauen und Handschuhfach ausbauen, wie gesagt, haben wir Videos auf dem Kanal. Allgemein haben wir auch eine ganze Playlist für den VW T5 auf dem Kanal mit diversen Anleitungen, auch zu anderen Fahrzeugen. So, jetzt haben wir auch hier die nicht ganz mittige Schraube, also einfach auf derselben Höhe von außen nach innen gehen. Dann seht ihr die zweite und auch hier die dritte, die quasi genau im Eck sitzt. Da merken wir, hier ist alles lose. Und jetzt können wir mit wohldosierter Gewalt die Abdeckung ausbauen. Hier, zack. Nicht zu viel Gewalt, sonst bricht gerne mal was, aber ein bisschen Gewalt muss man aufwenden. Hinter der Verkleidung sehen wir dann gleich das blaue Bauteil. Das ist unser Vorwiderstand mit 2 Steckern. Den rechten Stecker, man sieht es jetzt hier ganz gut, muss man einfach nur die beiden Nasen zusammendrücken und rausziehen. Und dasselbe ist auch bei diesen kleineren Stecker, beziehungsweise der Stecker an sich ist nicht wirklich kleiner, aber die Leitungen, wo reingehen, die haben einen kleineren Querschnitt. Dann können wir das Ganze hier zur Seite packen. Und müssen dann hier noch die beiden Schrauben lösen. Nummer 1 und Nummer 2. Und dann kann man den kompletten Widerstand hier einmal rausnehmen.